Wir sind derzeit auf dem Haufe X360 Summit, dem alljährlichen Treffen, zu dem Haufe seine X360-Partner einlädt. Jetzt haben wir den Director Revenue Management, Julian Eichler, vor der Kamera. Mit Dirk spricht er darüber, welches bisher seine Highlights auf dem Summit waren. Ja, danke Inga. Moin mein Lieber, du bist? Moin, ich bin Julian, bin bei Haufe X360 verantwortlich für das Revenue Management und freue mich wahnsinnig, dass ihr hier mit dabei wart bei dem fantastischen Event. Ja, du bist mit der Daniela zusammen sozusagen Konferencier, Gastgeber und so weiter. Gastgeber ist natürlich der Carsten Schröder auch oder der Agnus, kommen wir gleich nochmal zu. Ich finde das großartig, ist alles im Zeichen des X und alles in den Farben von Haufe X360. Ne, sogar die die Blümchen, ja, ganz genau. Das war jetzt das erste Mal hier. Du hast uns ja jetzt durch diese 2 Tage mit Daniela zusammen durchgeführt, ne? Absolut, ja. Vielleicht Hintergrund ist sozusagen, dass das alle nochmal verstehen. Wir sind natürlich auch erste Ansprechpartner für unsere Partner. Ja. Und dementsprechend freut mich dann natürlich auch immer, da mit der Host sozusagen zu sein. Ja, und auch die Neuen kennenzulernen, ne? Was war denn für dich, wenn wir jetzt mal zurückgucken, wir hatten ja viele auf der Stage und dann auch in den Räumen Vorträge, Austausch, Gespräche und es gab ja aber auch viel Unterhaltung. Was waren denn für dich bisher so die ganz großen Highlights? Also Nummer 1, was mir da wirklich einfällt, ist das Thema AI oder im deutschsprachigen Raum KI. Ja. Das heißt sozusagen, das, was aktuell in aller Munde ist, wandert jetzt auch in unser Produkt. Da haben wir im Vorfeld wirklich sehr viel sozusagen Innovationskraft reingesteckt. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie inkludieren wir das Ganze. Da gab es ja auch Gespräche zwischen uns, wo wir uns ausgetauscht haben. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass wir das jetzt auch sozusagen im ersten Step sozusagen auch in Richtung Partnerfront releasen können und darüber hinaus natürlich dann auch Richtung Kunden bringen. Ja, also die KI kriegst du als Anwender im Moment noch nicht. Die haben nur die Partner und wir benutzen die und tauschen uns dann mit Haufe dazu aus. Ich fand gut, die Birte war hier. Ja, wer ist Birte und warum war das so wichtig auch für uns alle, dass sie hier war? Ja, absolut. Ja, Birte Hakenius ist unsere CEO von der gesamten Haufe-Gruppe. Ja. Man muss dazu verstehen, die Haufe-Gruppe ist eigentlich auch sozusagen ursprünglich aus dem Verlagswesen entstanden, also hat wirklich eine lange Historie und sie ist mittlerweile sozusagen über die ganzen Units, die wir mittlerweile haben, weil wir machen nicht nur Software, sondern auch Weiterbildung, Content etc. Und da sozusagen organisiert und leitet sie die gesamte Gruppe und es ist für uns natürlich ein wichtiger Impuls, dass sie auch sagt, ich stehe da voll dahinter, ich mache da mit und sozusagen ich zeige auch hier mein Gesicht vor Ort. Das hat uns wirklich sehr gefreut und hatten auch super interessante Gespräche mit ihr. Commitment auch, ich sage mal, Richtung Haufe-Familie zu X360 und zu dem Fortbestand als Familienunternehmen, mittlerweile 6 Generationen, aber eben auch für weitere Generationen, kam super gut an, war auch, fand ich, authentisch und glaubhaft. Wir kennen ja auch teilweise die Handelnden in der Familie und da wachsen ja jetzt schon die nächsten Generationen jetzt gerade schon wieder rein. Ganz genau. Einer davon ist ja sogar im X360-Umfeld schon sehr früh unterwegs gewesen. Und hat vor allen Dingen auch proaktiv mitgearbeitet. Wirklich. Fand ich toll. Das war wirklich klasse. Ja. Ansonsten, wie hast du das empfunden, so die Vorträge und was die Partner gemacht haben und was ihr gezeigt haben? Was waren da deine Highlights? Also bei den Vorträgen ging es für mich in erster Linie darum, dass auch sozusagen Partner unter sich austauschen können, dass sie natürlich Highlights von euch bekommen. Ihr habt ja auch einen Vortrag gehabt, was ich sehr spannend fand. Und dieser Netzwerkgedanke, weil das kommt letztendlich natürlich auch den Kunden zugute, dass wir über Innovationen, ISV-Lösungen etc. sprechen. Das macht dieses ganze Bild ja auch wirklich groß, weil wir wissen alle, ERP ist sehr, sehr komplex und das kann wirklich nur funktionieren, wenn wir gut zusammenhalten. Ja. Die Highlight war natürlich auch Polizeieinsatz, aber ich meine, wer arbeitet, muss auch mal feiern können, so bis die Polizei kommt, so laut ist. Ich fand tolles Event. Ich danke dir ganz herzlich, mein Lieber. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Kommt auch gut nach Hause. Und
ja, dann auf ein weiterhin gutes Jahr und dann bis in einem Jahr dann hoffentlich wieder hier, ne? Genau, mit möglichst wenig Polizeieinsätzen, ja, aber das macht es ja auch aus, so ein Event. Ja. Genau, ne? Vielen Dank dir. Ja, danke. Zurück zu Inga. Tschüss. Vielen Dank für eure Eindrücke, Julian und Dirk. Ich war übrigens gestern Abend auch noch auf der Tanzfläche, als die Polizei die Party beendet hat. Und ich kann euch sagen, so laut war die Musik gar nicht. Falls du jetzt noch mehr Eindrücke vom Summit bekommen möchtest, dann schau gerne in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin auf unserem Kanal vorbei. Da werden wir noch das eine oder andere Video veröffentlichen. Bis bald!